Hallo ihr Genießer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute machen wir eins der beliebtesten Essen, und zwar einen Hackfleischauflauf mit viel Gemüse. Und weil wir bei uns hier einen Histaminefall haben, machen wir das Hackfleisch gleich frisch. Ich nehme dazu jetzt Schweinefleisch und Rindfleisch, aber wer möchte, kann natürlich nur Rindfleisch benutzen. Das könnt ihr mir glauben, wir müssen richtig viel vorbereiten, und natürlich fetten wir als Vorbereitung auch mal die Auflaufform ein. Als weitere Zutat verwenden wir natürlich auch 2 Zwiebeln. Die schneiden wir in kleine Würfel und braten sie in einer Pfanne an. In diese Pfanne geben wir natürlich erstmal Butterschmalz hinein. Wer möchte, kann hier natürlich auch Öl verwenden. Jetzt kommt einer meiner beliebtesten Zutaten ins Spiel, und das ist der Knoblauch. Den schneiden wir in feine Scheiben. Mit den Zwiebeln braten wir das Hackfleisch an. Sprich, das Hackfleisch wird nicht roh in den Auflauf gegeben, sondern es wird in der Pfanne stark angebraten. Und zum Hackfleisch geben wir dann noch den Knoblauch hinzu. Würzen ist hier natürlich richtig wichtig, und deswegen verwende ich mein selbstgemachtes Brühpulver, und zwar einen ganzen Esslöffel voll. Aber das Hackfleisch braucht jetzt noch seine Zeit, um richtig gut durchgebraten zu sein, und deswegen können wir parallel schon mal auch die Kartoffeln in schmale Scheiben schneiden. Mit leichten Unterbrechungen wegen dem Hackfleisch. Auch geben wir Salz und Pfeffer jetzt auch zu dem Hackfleisch hinzu. Also mit dem Hackfleisch sind wir jetzt nicht zimperlich. Wir braten das Hackfleisch richtig kräftig an. Und auch leckeres Paprikapulver darf hier nicht fehlen. Weiter geht's dann mit einer richtig großen Portion gehackten Tomaten. Die geben wir jetzt zum Hackfleisch hinzu, und das Ganze lassen wir dann leicht köcheln. In dieser Zeit können wir ja natürlich dann wieder das weitere Gemüse bearbeiten und vorbereiten. Als erste Gemüseart nehmen wir die Kartoffel in die Auflaufform. Darauf kommen dann die anderen Gemüsesorten, die natürlich jetzt nicht so viel Zeit brauchen, um gar zu werden. Das wären zum Beispiel die Möhren, Petersilienwurzeln oder Zucchinis. Ihr könnt natürlich auch noch anderes Gemüse verwenden, wenn ihr möchtet. Und wie ihr genau sehen könnt, ich nehme jetzt da keine Rücksicht, ob jetzt das Gemüse schön in der Auflaufform liegt oder nicht. Ich gebe es einfach wild in die Auflaufform rein. Hauptsache, sie liegen flach, die Gemüsescheiben. So, die Soße ist jetzt auch fast fertig mit dem Hackfleisch, aber es fehlen noch 2 Zutaten. Ich gebe jetzt noch frisch gehackte Petersilie hinzu und noch Sahne. Natürlich müssen wir die Soße auch abschmecken, und wenn es dann notwendig ist, dann geben wir noch ein bisschen Salz hinzu. Aber danach können wir die Soße mit dem Gemüse verheiraten. Sprich, wir geben die Soße über das Gemüse in der Auflaufform und verteilen das natürlich schön gleichmäßig, damit keine Hackfleischberge entstehen. Und es wird auch alles verwendet.
Und das Schöne ist, bei dem Gemüse, was ich ausgewählt habe, bin ich sicher, dass die Auflaufform nicht überläuft. Im Backofen. Ach ja, apropos Backofen. Jetzt kommt das Ganze in den Ofen für 40 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Die 40 Minuten können wir aber super nutzen, indem wir noch Käse raspeln. Und zwar nehme ich einfach 2 Sorten. Der erste Käse ist der spanische Schafskäse, ein sehr würziger Käse, ideal geeignet dafür. Und der andere Käse ist auch würzig und natürlich super bekannt, und zwar Parmesan. Den reibe ich fein. Die 2 Käsesorten vermische ich dann und gebe es nach 40 Minuten über die Hackfleischsoße drüber. Dann kommt das Ganze wieder in den Ofen für weitere 15 Minuten, aber da gebe ich jetzt dann nur noch Oberhitze drauf bei ca. 210 bis 220 Grad. Das Schöne ist, nach dieser Zeit ist dann endlich dieser Hackfleischauflauf fertig und wir können ihn aus dem Ofen herausnehmen und natürlich dann auftischen. Da nehmen wir uns natürlich ein schönes Stück heraus aus diesem Auflauf. Und seht her, wie schön wir die Schichten erkennen können. Unten die Gemüseschicht und oben die Hackfleischschicht. Die dicke, fette Hackfleischschicht. Ja, das ist purer Geschmack, meine Freunde. Das müsst ihr probieren. Ihr werdet begeistert sein. Gut, wir sind am Schnabulieren angekommen. Und somit wisst ihr auch, dass wir am Ende angekommen sind. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlassen würdet. Und es wäre super schön, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bei der nächsten Folge von Nobis Kochstunde. Also, bleibt am Ball und bleibt gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.